Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, ich wollte mal ein bisschen was loswerden zum Video von gestern. Und zwar, ja, hätte ich jetzt gar nicht mal so damit gerechnet, dass da tatsächlich hier und da mal so ein bisschen negative Kritik auf das ganze Gildenthema mit W50 irgendwie auf mich zukommt. Aber eigentlich hätte man auch schon vorher denken können, so dass das wahrscheinlich, wie man es macht, macht man es halt eben nicht richtig für den einen oder anderen so, ne? Und wollte ich einfach nur mal zum Anfang des Videos ein bisschen was loswerden, ne? Also da könnt ihr jetzt entweder zuhören oder nicht. Mir ist auch im Endeffekt auch egal, was jetzt die Leute dazu zu sagen haben jetzt großartig, weil die Meinung von den meisten Leuten irgendwie, die kriegt man dann sowieso nicht aus dem Kopf, die ist dann so versteift dann bei denen, dass man das auch gar nicht versuchen braucht, hier irgendwie die so hinzubiegen. Trotzdem versuche ich auch nochmal, auch in den Leuten, so ein bisschen vielleicht die Vernunft mal irgendwie zu wecken oder so, ja. Weil, ich meine, es war jetzt nicht viel, ne, es waren jetzt irgendwie ein paar Kommentare, aber selbst das, ne, finde ich schon ausreichend auf jeden Fall, um mal darüber zu sprechen. So grob gesagt geht es halt um das Thema wegen der Gilde, die wir jetzt, Ichoterra halt führen, so, ne, und klar, wir haben da ein gewisses Auswahlverfahren, das läuft über Bewerbungsgespräche so, ne, das hat auch einen Grund und es ist auch nicht cringe, dass wir das machen, ja, wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn Leute es irgendwie ein bisschen überzogen finden, aber ihr müsst euch mal einfach in unsere Lage reinversetzen. Wir sind Leute, sag ich mal, jetzt hier auf YouTube, die das Spiel spielen und nicht irgendwelche Privaten irgendwie, die, was weiß ich, eine Rundmail auf Discord oder so schreiben oder im Forum mit, wir suchen Gilde und wer reinkommt, der kommt eben rein, so, ne, oder nach dem Motto, für W50, lass so machen, wir erstellen eine Gilde und die 50 Schnellsten kommen einfach rein, so, WTF. Und das sind so Kommentare, die mir gegen den Kopf geworfen werden für die W50 Gildenplanung, ne? Und mir aber auf der anderen Seite unterstellen, das kommt aber überhaupt nicht durchdacht durch euer ganzes System hier. Also da, weiß ich nicht, ist ja schon im Vorhinein schon zum Scheitern verurteilt, so, ne? Also wie gesagt, ich nehme das null ernst, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, aber es ist halt einfach, ich finde es lustig und amüsiere mich da auf jeden Fall drüber und möchte da natürlich auch nochmal drüber reden, denn wenn mir was durch den Kopf geht, dann spreche ich das auch an und möchte das auch nicht für mich behalten, ich hoffe mal, das ist verständlich, so, ne? Und wir sind halt nun mal Leute von YouTube, die jetzt, sagen wir mal, ein bisschen mehr Ansturm haben als vielleicht der 0815 Gildensucher. So, der jetzt noch keine etablierte Gilde in Shakes and Fidget hat oder der, zum ersten Mal eine Gilde gründet oder so. Klar, ihr freut euch über jeden Andrang, der kommt. So, ne, das ist natürlich kein Problem. Bei uns ist der Andrang aber halt eben ein bisschen größer und da müssen wir halt eben so ein bisschen ausselektieren. So, und da geht es auch nicht darum irgendwie, dass halt nur Leute aus meiner Community da reinkommen. Nee, da hat jeder die Chance mitzumachen. Natürlich nach den Voraussetzungen, die wir geben, so, ne? Wir machen natürlich auch keine Free-to-Play-Gilde, das ist natürlich auch klar. Wir wollen natürlich auch ein bisschen was erreichen auf dem Server. So, und es ist von niemandem die Pflicht, unserer Gilde beizutreten. Ja, das ist keine Pflicht. Das müsst ihr nicht machen. Das steht euch zur freien Verfügung, ne? Also nur noch mal nebenbei. Und auch von wegen irgendwie, du machst nichts für deine Community, so, weißt du, also sowas musst du dir irgendwie anhören, das ist total unter aller Kanone wie Magazine, muss ich mal so sagen, denn das sind auch halt wieder so Leute, wo ich sage, die haben sich halt erstmal null damit auseinandergesetzt, weil es gibt neben unserer Gilde, die wir machen, die auch schon Community-bezogen ist, denn es kommen nur Leute aus der Community rein, denn Pfeifett an der Stelle, wer auf unsere Gilde aufmerksam wird, ne, der ist auch automatisch in der Community. So, ne, also das auch nochmal an der Stelle erwähnt, ne. Abseits davon gibt es neben unserer Gilde noch meine eigene W50 Community-Gilde, die von meinen Mods geleitet wird, wo keine Voraussetzungen herrschen, wo jeder dran teilnehmen kann, der
keine Ahnung, was für einen Spielstil er hat, von Hardcore-Pilzer bis zu Free-to-Play. Die Gilde ist aber schon voll. Ja, dann gibt es von Terras Seite auch noch irgendwie so eine Free-to-Play-Gilde, wo ich jetzt nicht ganz so involviert bin, weil ich damit ja weniger was zu tun habe. Und also es gibt von uns beiden eine Free-to-Play-Gilde oder besser gesagt eine Community-Gilde. Das heißt, wir haben für W50 150 Plätze für unsere Community. Wer von uns ist bitte schön nicht community-freundlich unseren Communities gegenüber? Also das kann ich an der Stelle auch überhaupt nicht irgendwie verstehen. Ja? Also da auch mal bitte mit der ganzen Thematik ein bisschen nächstes Mal auseinandersetzen, bevor man irgendwelche dummen Kommentare schreibt. Ja? Also wie gesagt, ich bin wirklich sehr gut gelaunt heute. Ja, also und das ist, das soll nicht falsch rüberkommen, dass ich reg mich da, muss ich sagen, über so eine Sachen rege ich mich tatsächlich ganz gerne mal auf, weil es halt einfach so stupid ist, was die Leute teilweise für einen Dünnpfiff raushauen, ja. Und das ist natürlich auch wirklich nur ein kleiner Teil von der Community so, ne. Und wir müssen natürlich, ne, wie gesagt, halt Leute filtern. Es geht nun mal nicht anders, ne, weil wir bestimmte Kriterien haben und das machen wir halt mit Bewerbungsgesprächen. So, warum machen wir das Ganze? Wir wollen euch kennenlernen. Ja, wir nehmen uns Zeit für euch. Ja, auch so ein Ding. Ja, ist null durchdacht, ihr nehmt euch dafür keine Zeit und nix. Irgendwie, wir führen Bewerbungsgespräche, wir setzen uns, wie community-nah soll man denn bitte noch sein? Ich verstehe es nicht, ja. Wir haben 3 Termine, jeweils 2 Stunden. Den ersten haben wir sogar 2,5 Stunden überzogen bis spät in die Nacht, bis früh morgens, ja. Und den zweiten Termin, da haben wir auch schon wieder eine halbe Stunde überzogen, weil wir uns ja auch versuchen, irgendwo Zeit zu nehmen. Aber es ist halt mal eben nicht die Zeit. Ich bin auch nur ein Mensch, der normal arbeiten geht, der meistens Nachtschicht hat, auch noch neben seiner Arbeit und neben YouTube, was auch schon ziemlich zeitintensiv ist, auch noch ein Privatleben hat irgendwo. Man mag es nicht glauben, aber es ist tatsächlich so, ja. Und da dann auch die Zeit zu finden, ist doch klar, dass ihr euch nach uns richten müsst, oder? Oder verstehe ich das falsch? Soll ich mit jedem Einzelnen noch irgendwie einen Termin ausmachen? Also das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Wir haben 3 Termine gemacht, ja, 3 Termine insgesamt, wo die Leute die Zeit finden, um mit uns zu kommunizieren. Wo soll das bitte nicht ausreichen? Ja, das nächste Gespräch ist auf den Sonntag 18 bis 20 Uhr. Wer von euch hat da bitte keine Zeit? Es gibt Menschen, klar, die arbeiten im Schichtsystem. Aber da haben wir auch 2 andere Termine vorher gehabt. Es gab so viele Menschen bei uns, die sich vorgestellt haben, die beim Arzttermin gerade saßen, die morgens früh wieder zur Arbeit mussten. Die haben sich alle die Zeit genommen. Die mussten nun mal Abstriche machen, ja, wie beim Covid-19-Test. Den hatte ich auch schon lange Zeit früher mal rausgehauen gehabt, ja. Trotzdem immer noch sehr gut, ja. Der Spruch ist auf jeden Fall jetzt mittlerweile in aller Munde wie Zahnärzte, ne? Und also dass das da nicht, weiß ich nicht, dass es da nicht reicht irgendwo vorne und hinten, keine Ahnung. Also irgendwo, wir kommen euch schon sehr weit entgegen. Wie weit müssen wir euch dann noch entgegenkommen, so, ne? Also klar, und das ist halt auch eben das Ding, man kann es halt nie jedem recht machen, das verstehe ich auch, das sehe ich auch ein. Trotzdem wollte ich dieses Thema mal ansprechen, weil ich das Ganze auch nicht auf mir sitzen lassen möchte. Deswegen habe ich auch gestern bin ich überhaupt nicht auf die Kommentare eingegangen. Auf der anderen Seite bedanke ich mich natürlich bei jedem von euch, der hinter mir steht und auch auf die Kommentare hingewiesen hat und die versucht hat auch zu berichtigen. Aber meistens ist es halt eben nicht der Fall, dass man da halt großartig irgendwie weiterkommt. Die Leute haben ihre Meinung in den Köpfen, so, ne, da kann man machen, was man will und da kann man auch so viel reden, wie man möchte. Gut, dann deabonniert mich eben. Dann ist das eben so, ja, Cheerio, ciao, ist jetzt auch nicht der Weltuntergang für mich, ne. Also von daher, das auch überhaupt zu erwähnen, ja, hat mir nicht gefallen, kriegst ein Abo weniger, hast ein Abo weniger jetzt. Ja, toll, dankeschön. Was kann ich denn damit anfangen? Schön. Du hast mir jetzt dadurch ein schlechtes Gewissen gemacht. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ja, hast du schön gemacht. Ganz toll. Ich versuche immer alles so gut es geht, wie möglich richtig zu machen. Leider stößt das immer auf sehr viel Gegenwehr und vor allen Dingen, was halt auch das Ganze angeht, wenn man eine Gilde ins Leben ruft, so, da viele rein wollen, auch aus der Community. Es ist eine Community, das ist ja eine Community-Gilde, halt eben nicht nur für Free-to-Play-Spieler, sondern halt eben eher für Leute, die im Durchschnitt spielen. Es ist ja auch keine Hardcore-Pilzer-Gilde, es ist einfach nur eine Durchschnittsgilde. Die meisten spielen 320 Alu mit 50er Mount. Das ist der Durchschnitt. Es ist nichts, wo man jetzt sich in Unkosten stürzt. Ja, es ist wirklich ein ganz normaler Playstyle. Du gibst nicht dafür viel aus. Und damit meine ich auch, du gibst dafür nicht viel aus.
Sonst kann man immer sagen, das sieht man in Relation, weil für den einen viel ist nicht gleich für den anderen viel. Ist natürlich immer unterschiedlich. Ne? Klar, ein Taui in der ersten Woche, also nicht an Pilzen, sondern an Euros, ne? Ist natürlich schon viel. Aber ist jetzt, wie gesagt, ich spreche hier von einem Verhältnis, wo ihr wirklich minimal Pilze ausgibt. So. Und das ist wirklich für jeden, der normal arbeiten geht, selbst die Leute, die nicht arbeiten gehen und Taschengeld bekommen oder so, gut, da könnte es vielleicht ein bisschen, kommt auf das Taschengeld an, ne? Klar, aber ich sag mal so, es ist wirklich die minimalste Voraussetzung so. Und wir wollen halt jetzt eben keine Free-to-Play-Gilde. Dass das nicht akzeptiert werden kann ich irgendwo nicht verstehen. Für diesen Anlass haben wir 2 weitere Gilden, ne? Und deswegen, ich weiß es nicht, was wir noch machen sollen. Großartig. So. Also, ja, wollte ich nur mal loswerden, das ganze Thema. Wie gesagt, nicht in den falschen Hals kriegen, ne? Wie Schwertschlucker, obwohl, ja, nee, passt auch nicht ganz. Ich glaube, die kriegen das auch in den richtigen Hals, da wo sie es auf jeden Fall hinwollen. Ja, gut, auf jeden Fall auch nicht irgendwie, ja, irgendwie, keine Ahnung, ja, was ich auch immer sehr nett von euch finde, Sorgen oder so um mich machen, dass mich das irgendwie runterzieht. Nein, Gegenteiliges ist am Start. Ihr merkt, ich habe gute Laune und ja, deswegen braucht ihr da euch keine Sorgen machen, dass das mich irgendwie hier, ach Mensch, jetzt verliere ich jetzt 2-mal gegen Serbs. Das kann ja auch irgendwo nicht angehen wie ein Elektrogerät, wenn die Steckdose fehlt, ne? Der gute alte Klassiker, ne? Auf jeden Fall das, aber wenn ich sowas lese, dann möchte ich darauf auch irgendwo eingehen und das wollte ich halt jetzt eben mit dem Video bezwecken, ne? Und ja, das war es erstmal soweit. Wie gesagt, an alle Leute, die mich jetzt verlassen dadurch, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück auf eurem weiteren Wege, ne? Und an alle Leute, die natürlich immer noch an meiner Seite bleiben hier, ne? Da freue ich mich natürlich mit euch, die W50 Serverzeit zu genießen, den Serverstart zu genießen und natürlich auch auf noch viele weitere Jahre, ne? Hier auf YouTube. Und ja, das soll es soweit gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ist sehr warm draußen, ne? Bewahrt einen kühlen Kopf. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.